Ja, heute bin ich hier zu Gast bei Stefan aus NRW und er hat hier über einen längeren Zeitraum eine tolle Blattscheiderameisenanlage stehen. Stefan ist schon lange Kunde, auch bei uns hier im Endstore. Wir kennen uns ja schon mittlerweile, wie viele Jahre? 30 Jahre, bestimmt. Oder 25. Ja, 25 denke ich mal, ne? Ja, bestimmt. Angefangen. Ja. Also schon so wirklich in den Anfängen und der hat viele unterschiedliche Arten auch schon gehalten, ne? Von Memetia über Harpignatus venator. Hattest du auch Ökophilias maritinis? Ökophila hatte ich auch schon mal, ja, die hatte ich ungefähr 1,5 Jahre und dann hatte ich ein Pestizidproblem. Die Königin ist gestorben in ihrem Nest, in den Blättern und ich glaube, es lag an irgendwelchen Pestiziden auf der Pflanze. Was hattest du noch so für Arten? Hattest du die Capybara, diese Palme? Ich hatte verschiedene Memetia aus Australien, diverse. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube 5 verschiedene Arten. Reichlich. Also ich weiß es nicht mehr. Ist schon lange her auch mittlerweile. Gut, aber du bist immer noch ja, ich bin immer noch hier. Genau. Aber es hat sich jetzt auf diese Art hier reduziert, weil es einfach auch ein bisschen Arbeit ist. Ne? Genau, und jetzt sehe ich ja hier auch von uns hier viele Becken und da hast du auch selber was konstruiert. Was ja, das ist eigentlich ein Besteckkasten aus Bambus. Und ich habe dann hier Bambusstäbe reingeklebt und Verbindungslöcher eingebohrt, eingefräst. Und das Ganze dann natürlich mit den üblichen Acrylrohren verbunden. Die Becken sind auch miteinander verbunden. Und eigentlich war die Idee, dass die Ameisen hier in einem Irrgarten laufen sollen, durch den ganzen Kasten. Aber sie sind ja nicht dumm. Sie haben dann eine Zwischenwand, die ich da eingesetzt hatte, geöffnet, um halt den kürzeren Weg nutzen zu können. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil eigentlich war meine ganze Idee dann hinüber. Ne? Ich wollte einen schönen langen Laufweg haben und naja, sie wollten halt nicht lange laufen. Sie wollten lieber einen kurzen Weg. Versuch mich jetzt mal ein bisschen zu orientieren. Also das ist dann Futter. Das Futter ist hier, genau. Ja, okay. Und hier auch in diesem kleinen, eigentlich hauptsächlich hier. Okay. Das ist das Abfallbecken. Ist im Moment relativ stark gefüllt. Okay, weil das da kurz. Genau, also ja. Dann haben wir hier noch ein Zwischenbecken. Da darf ich kein Futter einwerfen. Das wird meistens nicht genommen. Auch wenn es dasselbe ist, was ich hier einwerfe. Okay. Da gehen sie nicht so ran. Dann haben wir hier ein Pilzbecken, da ist Pilz drin. Hier in dem schmalen Becken oben ist im Moment kein Pilz. Das war auch schon komplett gefüllt. Dann haben wir hier Pilz drin. Und hier in dem großen ist der Hauptpilz. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Das ist ungefähr bis hierhin mit Pilz gefüllt im Moment. Es hat ein bisschen abgenommen. Woran es liegt, weiß ich nicht. Das war schon bis oben gefüllt. Ebenso das hier. Obwohl reichlich Blätter vorhanden sind, schrumpft der Pilz im Moment etwas. Okay. Aber das haben wir immer wieder mal. Das ist irgendwie periodisch. Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen. Also ist meine Erfahrung gewesen, so was für Brombeerblätter sind. Wenn du gerade aus dem Frühjahr zum Beispiel welche nimmst, die haben ja manchmal so Bitterstoffe. Ne? Und das können die dann irgendwie nicht so ganz so gut verwerten. Und dann schrumpft es und dann nimmt es dann auch wieder zu. Und das ist ja niemals, du wirst ja selber bestätigen, dass es konstant immer wächst, sondern das ist mal so ein bisschen wellenartig. Ja, ganz genau, so ist das. Dann bauen sie ganz viel ab und dann temporär auch wieder ganz viel auf. Und denke ich mal, ist normal. Interessant finde ich auch mal, dass sie immer alles so abdecken. Ne? Dass sie nicht ihre Privatsphäre haben wollen. Richtig, kann man nicht ganz gut immer so reinschauen. Aber ich habe dann auch mit so einem Scheibenmagnet, habe ich dann temporär das auch mal wieder ein bisschen sauber gemacht, frei gemacht, damit ich halt auch wieder reinschauen kann. Ja, also wenn man die Taschenlampe nimmt und dann hier so reinleuchtet, ist das alles eigentlich sehr gut zu sehen. Ja. Auch durch die kleinen Öffnungen nur. Ja, also es ist ein geschlossenes System natürlich. Ich musste hier an dem Besteckkasten ein bisschen tricksen noch, weil nach ungefähr 2 Monaten haben sie einen Weg gefunden in den hinteren Bereich des Kastens. Und zwar haben sie sich hier oben, ich hatte das mit Silikon abgedichtet, die hinteren Schlitze dieser Zwischenwände hier. Das Silikon haben sie komplett abgearbeitet und sind dann in den hinteren Bereich zwischen Wand und Kasten gekommen. Und dann musste ich hier das hier abdichten mit nochmal extra Holz, weil immer wieder Tiere hier auftauchten plötzlich und ich davor stand und überhaupt nicht wusste, wo sie herkamen. Und dann sah ich, dass sie hier dazwischen einen Weg gefunden hat. Ah, okay. Ich hätte gedacht, das ist wegen der Acrylglas. Nein, das ist immer ganz häufig, dass es sich das ist kein Problem. Das hat sich ein bisschen gewölbt hier unten, weil hier auch Abfall abgelagert wurde und das rieselt so ein bisschen unten raus, aber das ist minimal, das ist nur ganz wenig. Ja, hier in diesem großen Becken hatte ich früher Holzrinden liegen. Die sind mittlerweile komplett vermodert. Das sieht man gar nicht mehr. Die sind noch drin, aber die sind größer. War bis hier geschichtet in mehreren Etagen. Es ist im Laufe der Zeit zusammengefallen, halt auch durch die Feuchtigkeit, die da drin herrscht. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch
wird genutzt von den Ameisen, wie auch immer innen drin. Ich weiß nicht, ob sich dort Pilz befindet. Ich glaube nicht. Okay. Nee, sehr schöne Anlage. Ja, ich habe dann noch Lüfter hier laufen, hauptsächlich halt auf den Abfallbecken, damit die Luft dort zirkuliert und es mit Milben ein bisschen, damit Milbenbefall hier gerade in dem Abfallbecken ein bisschen eingeschränkt wird. Denn gerade Milben haben es immer sehr gerne feucht und warm und dadurch kann ich das ein bisschen kontrollieren. Das ist hier bei dem großen Becken auch. Das habe ich vor 2 Tagen erst gesäubert. Da war die Abfallschicht ungefähr so hoch. Ja, dadurch hat man natürlich häufig Springschwänze oder die, genau. Die sich dann da ein bisschen ansetzen. Die Springschwänze stören mich nicht. Es ist, ich bin ein wenig Milben vorbelastet, weil das ist wirklich der Feind der Ameisenhalter. Und da sieht man immer direkt schwarz, wenn Milben auftauchen. Und welche Arten hattest du schon, wo du so Milben hattest? Ja, Myrmecia, Hapegnathus. So die ganzen jagenden Arten. Genau, die ganzen jagenden Arten, die ganzen schönen, großen Arten habe ich durch Milbenbefall verloren, leider. Ja, das hört man leider immer häufig, weil die nicht Ameisensäure haben und sich selber damit irgendwie reinigen können. Und das ist sehr schwer. Ich habe auch im Forum vor vielen Jahren mal einen großen Artikel geschrieben über meine Experimente, Milben zu bekämpfen. Ich glaube, der existiert immer noch, dieser Artikel. Ich habe vor ein paar Jahren mal geschaut. Okay, schau ich mal. Und es ist, also oft ist es so, findet man Milben auf den Ameisen, hat man verloren. Es ist fast unmöglich, die wieder loszuwerden. Große Tiere kann man vielleicht noch ein bisschen Pinsel abbürsten. Richtig. Ich habe leider keine guten Erfahrungen damit gemacht. Das hat dann doch leider geendet irgendwann, früher oder später. Okay, aber hier hast du jetzt Vegetarier mit dem Blattschimmereisen. Genau. Das Problem, da hat man das Problem nicht. Das ist ganz gut. Milbenproblem besteht hier überhaupt nicht. Es sind halt diese üblichen Staubmilben, die sich hier im Abfall sehr wohl fühlen, aber sie befallen die Tiere nicht. Ich habe mehrmals im Jahr, so ungefähr 2-mal im Jahr Geschlechtstiere auch hier. Da ist es so, dass wir hier das Becken und den Besteckkasten hier teilweise voll mit weiblichen Geschlechtstieren haben. Richtig, Massen an Geschlechtstieren. Was machst du dann? Gar nichts. Witzig, hier sehe ich jetzt. Ja, so einzelne sind hier, aber manchmal ist es wirklich hier oben voll mit Geschlechtstieren und das Becken hier auch. Und vereinzelt auch hier und dort. Ich mache gar nichts. Das ist ein paar Tage richtig Gewusel und Geflatter, vor allem morgens, wenn die Sonne aufgeht und es hier hell wird. Dann ist da die Hölle los. Nach ein paar Wochen werden die Tiere auf den Abfallhaufen transportiert und das Problem erledigt sich von selbst. Okay. Was ist so deine Lieblingsameise eigentlich so gewesen? Oh ja, Hapegnathus. Hapegnathus ist so mein Favorit. Ist mein Favorit und natürlich auch die Myrmecia-Arten aus Australien, aber da ist nicht ranzukommen. Mittlerweile ist es so gut wie unmöglich, solche Tiere zu haben. Allein deswegen waren die interessant, weil sie einen einfach fixieren und einen verfolgen im Zimmer. Sie nehmen einen wirklich wahr und das ist schon verrückt für ein Insekt. Insekten kennt man aus dem Garten, die schwirren um einen rum, krabbeln um einen rum, aber sie nehmen einen nicht wirklich wahr. Und das ist bei diesen großen Ameisenarten einfach anders. Warst du auch, glaube ich, viel unterwegs, auch so im Ausland? Hast du ja, ich war in Australien, habe dort auch Ameisen beobachtet und gesammelt nicht, weil es ist illegal und mit nach Hause bringen ist sowieso aus Australien herausbringen, das sollte man lieber nicht machen. Und also es interessiert mich mein Leben lang schon eigentlich Ameisen und gerade halt, wie gesagt, die großen Arten aus Australien sind wirklich faszinierend. Und Hapegnathus aus Indien oder aus dem indischen Bereich, so ganz tolle Arten. Aber ich habe sie leider durch Milben verloren. Okay, und wie hattest du die gehalten? Hattest du irgendwie so große Also ich hatte sie eigentlich immer ausschließlich in Enstorbecken. Ja, aber hattest du die irgendwie so bepflanzt? Ich weiß nicht, du hattest mir, glaube ich, damals mal Bilder geschickt. Ich hatte ich hatte für die Myrmecia-Arten hatte ich gefräste Gips-Ytongsteine und die Hapegnathus auch in diesem Becken mit dem liegenden Nest mit Glasplatte oben drüber von dir auch. Das war auch völlig problemlos. Sie sind auch da, obwohl es ein kleines Nest war, haben sich dort gut bewegt. Aber naja, als die Milben dann auftauchten, war das leider nur eine kurze Frage der Zeit, bis das Ganze dann leider eingegangen ist. Gut, aber es freut mich, dass du immer noch interessierter Ameisenhalter hier bist, dass du dich da auch über die ganzen Jahre hinweg damit halt beschäftigt hast. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich fürs Interview. Gerne. Und, bis demnächst. Alles klar, Martin. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.